Ja, mein Name ist Richard Böhlert, 34 Jahre alt, Gesundheits- und Krankenpfleger und seit 1.3. diesen Jahres bekleide ich die neue Stelle im Harzklinikum, Mitarbeiter, Digitalisierung und Entwicklung. Die Stelle Digitalisierung und Entwicklung ist eine Stabsstelle, ist der Pflegedirektion untergeordnet und hat sich zum Ziel gemacht, digitale Anwendungen für die Pflege und auch für die anderen Berufsgruppen hier im Harzklinikum umzusetzen. Ich habe unter anderem mehrere Projekte. Unter anderem habe ich die Projektleitung für die neue Bedienoberfläche Nexus NG, habe da auch mein Team, das zum einen Herr Putzmann und Herr Horst von der ADV, arbeite aber auch an vielen anderen Projekten, zum einen auch Ausfallkonzept oder auch die digitale Kurve. Wir haben zum einen mehrere Ziele mit der Einführung der digitalen Anwendungen. Wir wollen die Effizienz steigern, wir wollen Prozesse optimieren, wir wollen aber auch Arbeitsprozesse in den Häusern standardisieren, was ja zum einen auch eine Arbeitserleichterung für die Pflegekräfte ist und dafür sorgt, dass die Pflegekräfte schlussendlich auch wieder mehr Zeit haben. Zeit, die ja den Patientinnen und Patienten auch zugutekommt. Mit der Nexus NG Software versprechen wir uns viele Vorteile. Wir haben zum einen eine völlig neue Bedienoberfläche und eine neue Philosophie. Wir haben im Nexus KISS Leitstand noch mit Menübäumen gearbeitet und Menüstrukturen, die ja auf Dauer auch für die Mitarbeiter sehr unübersichtlich waren. In der neuen Software aber arbeiten wir mit individualisiert gestalteten Workspaces. Workspaces sind sogenannte Arbeitsplätze, die wir zusammen mit meinem Team individuell für alle Berufsgruppen gestalten. Sprich für die Pflege, für den ärztlichen Bereich, für den therapeutischen Bereich, Sozialdienst, für alle Berufsgruppen, die hier im Harzklinikum vertreten sind. Ich erwarte mir viele Vorteile von der Einführung einer digitalen Kurve. Es ist zum einen die bessere Verfügbarkeit. Die Schwester benötigt im Grunde nur ein digitales Endgerät. Sie kann gleichzeitig dokumentiert und wiederum kann der Arzt auch gleichzeitig in der Kurve dokumentieren. Durch den Wegfall einer handschriftlichen Doku fallen natürlich auch Fehlinterpretationen oder auch Missverständnisse durch eine unleserliche Handschrift weg. Und auch gerade im Rahmen von PDMS, also im Patientendatenmanagementsystem, was auf unseren intensivmedizinischen Stationen eingeführt wird, versprechen wir eine enorme Arbeitserleichterung, weil Patientendaten werden von dem Monitor, Vitaldaten werden von dem Monitor direkt in die Kurve eingetragen, was wiederum eine enorme Arbeitserleichterung für das dortige Personal ist.